und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Holosun das Elite SCS MOS. Wir haben jetzt das Elite SCS MOS von Holosun eine Weile schon im Einsatz und wollen den Aufhänger der aktuellen SHOT Show dazu nehmen, um euch die Optik mal vorzustellen, gerade auch im Hinblick dessen, wie auf der SHOT Show angekündigt, dass da jetzt für weitere Waffenmodelle die SCS-Varianten kommen. Aktuell gibt es das nämlich nur, wie der Name schon sagt, MOS, einmal hier die Glock-Variante und es gibt noch eine für die M&P 2.0. Was haben wir hier? Erstmal ganz wichtig zu wissen, ein Open Sight. Bedeutet Open Sight, ihr habt eine Scheibe, ihr habt einen Emitter, der einen roten Punkt oder einen Kreis, je nachdem, was hier eingestellt ist, dazu komme ich gleich, auf die Scheibe projiziert. Bedeutet hier, das ist einer der Nachteile von einem Open Sight, dass der Emitter exponiert ist. Bedeutet, wenn hier Dreck, Schnee oder sonstige Ablagerungen reinkommen, ist der Punkt nicht mehr sichtbar. Der Vorteil ist bei einem Open Sight, ihr habt relativ wenig Gehäuserand, also sehr, sehr weit und offen alles und könnt damit immer gut sehen. Beim SCS kommt noch ein weiterer Vorteil dazu gegenüber anderen Holosun-Optiken oder Optiken anderer Hersteller. Ihr habt hier eine extrem niedrige Bauweise. Das SCS ist so konzipiert, dass es hier ohne Montageplatte auf die Glock MOS passt. Das heißt, ihr seid sehr, sehr niedrig und könnt damit die Kimme und Korn standardmäßig von eurer Waffe nutzen. Müsst dann keine Suppressor-Sights nutzen oder höhere Sights nutzen, sondern könnt die hier so nutzen und könnt damit auch Kimme und Korn weiterhin benutzen. Bedeutet also, sollte der Emitter hier in dem Fall verdreckt sein oder das Gerät den Geist aufgeben, könnt ihr immer noch nach wie vor mit Kimme und Korn schießen und sollte die Visierung eingeschaltet sein, habt ihr immer noch mal Kimme und Korn als Haltelinie, im Endeffekt wie beim AR-15 auch, dass ihr in einer Linie, man spricht da von Co-Witness, schießen kann. Das heißt, der Punkt oder der Kreispunkt beim Holosun sitzt auf Kimme und Korn auf und damit habt ihr zwei Optiken in einer Waffe und seid ausfallsicher aufgestellt. Was bietet uns das SCS? Zunächst einmal, ihr habt hier eine Gehäusemaße von 26 mm mal 49 mm mal 23 mm, 37 Gramm Gewicht gerade mal, IPX8 wasserdicht, verwendet wird Titan als Gehäuse. Ihr habt einen Verstellbereich zum Einstellen, zum Nullen von plus minus 30 MOA und einsetzbar ist das Gerät von minus 30 bis plus 60 Grad oder lagerbar von minus 40 bis plus 70 Grad. Wie schon gesagt, aktuell gibt es da das Modell MOS, wie ich es hier in der Hand halte. Das passt auf sämtliche MOS-Glocks außer der Glock 43X unter 48 und es gibt nochmal ein Modell für die M&P 2. Wir haben hier aktuell als Absehen das Holosun-typische Absehen 2 MOA Punkt mit einem 32 MOA Kreis. Das ist beides in Verbindung nutzbar, kann aber auch umgeschaltet werden. Das heißt, wenn ihr das Gerät einschaltet, 3 Sekunden gedrückt haltet, springt ihr vom Kreispunkt auf nur Punkt, also typisches Punktabsehen mit 2 MOA. Und wenn ihr nochmal 3 Sekunden gedrückt haltet, habt ihr ein nur Kreisabsehen ohne Punkt. Das ist vor allem dann wichtig oder interessant, wenn ihr zum Beispiel die Optik auf einer Schrotflinte montieren wollt. Und da ist der lustige Zufall auch, dass die 32 MOA Kreis genau einer BDS Stahlfallscheibe entsprechen auf 15 Meter. Umkreist das Ziel genau, also auch da perfekt, um es in dieser Anwendung nutzen zu können. Was habt ihr mit dabei im Lieferumfang? Ihr habt einmal einen T10 Torx-Schlüssel, der auf der anderen Seite nochmal einen Schlitzschraubenzieher hat für die Einstellung von plus 30 bis minus 30 MOA. Könnt ihr dann hier oben und an der Seite einstellen. Da sind übrigens die Schrauben schön versenkt, so wie sich das gehört, damit da auch nichts übersteht. Dann habt ihr natürlich einmal die Bedienungsanleitung, einen wichtigen Hinweis zum Absehen, wichtigen Hinweis zur Optik, eine Gerätebroschüre und ein Putztuch. Das ist alles mit dabei. Kommt wie üblich in der formschönen Verpackung von Holosun aus Plastik, wer Wert drauf legt oder sich das ins Regal stellen möchte. Ja,
Eine Besonderheit hier ist natürlich der Solarbetrieb. Das ist auch was, was das SCS ausmacht, denn das ist die erste Optik von Holosun, die rein, also laut Hersteller, der sagt, das Gerät funktioniert nur mit Solar. Natürlich mit Einschränkungen zu genießen. Nur mit Solar fänden wir persönlich ein bisschen unsicher, denn wenn kein Licht da ist, ist auch kein Rotpunkt da oder Grünpunkt wie in dem Fall. Und deswegen sollte immer irgendwo ein Backup sein. Was Holosun mit dem SCS was sagen möchte, ist, es ist ein reines Solargerät, weil keine Batterie benötigt wird, aber es ist natürlich ein interner Akku verbaut. Man spricht da von einem Superkondensator, also wirklich ein ganz, ganz kleines Bauteil, was auch nicht extra geladen werden muss. Also man muss jetzt nicht irgendwie da ein USB-Kabel anstecken, um diesen Superkondensator zu laden, sondern das geschieht alles rein über das Solarfeld. Aber dass ihr das einfach mal im Hinterkopf habt, es ist auf jeden Fall irgendwo ein Backup da, wenn kein Licht da ist. Und da kommen wir jetzt auch genau zum Betrieb. Eingeschaltet wird es hier auf der linken Seite. Da ist ein formschöner, flacher Knopf. Der ist relativ klein und schlecht zu erwischen. Das heißt, das Einschalten, da braucht man ein bisschen Fingernagel- oder Fingerspitzengefühl und damit schaltet ihr die Optik dann ein. Da auch, wie gesagt, 3 Sekunden drauf drücken, um umschalten zu können. Aktuell gibt es das Absehen nur in der Farbe grün. Rot ist geplant für alle, die lieber auf ein rotes Absehen stehen, dass ihr jetzt euch nicht wundert, wenn ich euch jetzt hier durch das Absehen mal führe und ihr das euch anguckt. Das ist hier in grün. Ja, wie gesagt, 3 Sekunden halten zum Umschalten und dann habt ihr noch mal einen Override. Der Override ist dafür da, wenn ihr die automatische Helligkeitsregulierung nicht nutzen wollt. Ihr habt ja das Solarfeld, das heißt, je nachdem, wie viel Lichteinfall ist, desto heller wird euer Absehen. Das funktioniert auch hervorragend, kann man wunderbar ausprobieren, wenn man hier eine Scheibe Papier, ein Blatt Papier über das Solarfeld drüber legt, dann seht ihr sofort, wie es dunkel wird, also auch instant richtig, richtig schnell. Damit könnt ihr dann kontrollieren, wie die Helligkeitsregulierung ausfällt. Und sollte euch das nicht zusagen und ihr wollt einfach mal das Ganze heller haben, dann reicht ein kurzer Druck auf den Knopf, egal in welchem Modus ihr seid, entweder Kreis, Punkt oder nur Kreis. Kurz antippen, dann ist für 30 Minuten der Override aktiv und damit ist das Absehen dann heller. Reagiert dann nicht mehr auf die Lichteinfälle, sondern ist dann wirklich sehr hell und überstrahlend. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall dann Licht. Um das wieder auszuschalten, innerhalb der 30 Minuten reicht ein weiterer kurzer Knopfdruck und damit ist es dann erledigt. Ja, dann gäbe es da noch die typische Shake-Awake-Funktion, die es bei vielen Holosun-Geräten gibt. Das ist so im Endeffekt so gedacht, dass wenn man das Gerät einschaltet und dann die Optik an der Waffe irgendwo ablegt, dass nach 8 Minuten sich das Gerät komplett abschaltet. Das ist beim SCS nicht der Fall. Da müsst ihr drauf achten. Das müsst ihr auf jeden Fall manuell ausschalten, wenn ihr es lagert. Da solltet ihr auf jeden Fall dran denken. So, für den Superkondensator, wenn der sich dem Ende neigt, wenn die Batterielebensdauer quasi zur Neige geht, habt ihr hier eine Warnung drin, also einen sogenannten Low Battery Indicator heißt das, der bei unter 30% Ladung, wenn man es eingeschaltet hat, dann blinkt der einmal pro Sekunde, bei also unter 20% blinkt der zweimal pro Sekunde und unter 10%, da blinkt der dreimal pro Sekunde und das Ganze für 10 Sekunden. Das ist im Endeffekt die Batteriewarnung. Ich habe euch jetzt mal hier von Holosun ein Sheet für die Batterie mit beigefügt, weil das ist so das, was am häufigsten gefragt wird. Wie sicher ist das mit diesem Superkondensator? Kann ich dem vertrauen? Funktioniert das, wenn ich im Einsatz bin, oder muss ich mir Sorgen machen, dass dann die Batterie irgendwie leer geht? Da hat Holosun hier 'ne sehr gute Aufstellung gemacht, um zu sehen, wie viel Strom noch verbleibt und wie lange es dauert, zum Beispiel, bis sich die Batterie komplett entladen hat, wie lange die Ladevorgänge dauern und so weiter und so fort. Hier mal als Beispiel, wenn ich das Gerät jetzt ausschalte und lagere, also ausgeschaltet irgendwo lagere in der Tasche oder so, habe ich 200.000 Stunden, bis dann die Batterie sich selbst entladen hat. Wenn ihr es zum Beispiel in einer Indoor-Umgebung, wenn ihr das da nutzt, dann habt ihr eine Ladung, also das Umgebungslicht reicht dann aus, um in 10.000 Stunden das zu laden. Also müsstet ihr relativ viel Zeit auf der Range verbringen, um das zu laden. Outdoor sind es dann nur noch 50 Stunden. Aber wie gesagt,
Das sind hier nur Anhaltspunkte oder Stichpunkte, die ihr euch einfach nochmal im Detail angucken könnt. Da gibt es dann auch nochmal Unterschiede, ob man mit Kreispunkt oder nur mit Punkt arbeitet. Aber wichtig ist die Information, die darunter steht in dem Sheet. Und zwar, dass der, wenn man mal davon ausgeht, bei einem Maximalverbrauch für 10 Stunden mit Circle Dot werden 12 Mikroampere verbraucht. Im Gegenzug wird Outdoor 100 Mikroampere pro Stunde geladen. Also also das, was reinkommt, ist immer höher als das, was rausgeht, selbst wenn ihr das hier volle Lotte böllern lässt. Das heißt, man muss sich eigentlich niemals groß Gedanken über das Laden machen, sondern das funktioniert alles automatisch im Hintergrund. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie die Pistole in die Sonne legen und warten, bis sie geladen ist. Also da hat Holosun auf jeden Fall schon mitgedacht. Ja, was haben wir denn hier so als Fazit beziehungsweise als Pro und Kontras für diese Optik? Pro ist natürlich erstmal ganz klar die Größe, Gewicht, Gehäuseform. Ich kann es mit Kimmer und Korn standardmäßig nutzen, brauche keine zusätzliche Adapterplatte. Ihr habt weiterhin noch einen Vorteil, dass die LED von vorne nur schwer zu erkennen ist. Also auch da wieder, wenn man von vorne reinschaut, dann sieht man die LED kaum. Also außer wenn ich jetzt die Waffe irgendwie mal abschwenke nach unten, da kann ich vielleicht reingucken. Das wäre noch was, was man bei anderen Holosun-Optiken eventuell bemängeln könnte, beziehungsweise gerade auch bei den Gewehroptiken, wo dann auch ein Killflash sinnvoll ist, um eben Reflexion oder auch die leuchtende LED zu verbergen. Das ist auf jeden Fall hier ein Pro. Ein Nachteil ist, wie ich schon erwähnt habe, natürlich die offene Bauweise für den einen oder anderen. Wenn man es sportlich nutzt, ist natürlich völlig egal. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, im militärischen Sektor, im Schnee oder sonst irgendwo unterwegs bin, dann habe ich hier natürlich das Problem, dass der Emitter exponiert ist und damit natürlich dann nicht mehr den Punkt oder den Kreispunkt nutzen kann. Ein weiterer Nachteil ist hier noch, dass diese Optik nicht nachtsichtfähig ist, wie andere Holosun-Geräte. Das heißt, durch die automatische Helligkeitsregelung habt ihr hier keine Nachtsichtfähigkeit. Das sollte man im Blick behalten, gerade auch für den behördlichen Einsatz. Ja, zum Schluss nochmal die Modelle, die kommen oder die angekündigt sind. Wir haben es auf der SHOT Show bereits gesagt. Geplant ist es für die HK VP9, für die Walther PDP und für die SIG P320 mit einem Delta Point Footprint. Und bei der P320 ist vielleicht auch gerade für die Behörden nochmal super interessant, denn hier hat man sich dazu entschlossen, ein komplett geschlossenes Gehäuse zu nutzen. Wir zeigen euch hier gerade nochmal die Einblendung von der SHOT Show, wo die Optik einmal kurz vorgestellt haben. Also hier hat man 2 Scheiben. Der Emitter ist nicht exponiert wie hier. Das heißt, das wäre auch gerade dann nochmal als Behördenversion interessant. Und wie ich schon gesagt habe, es kommt auch noch eine Version mit rotem Absehen. Ja, das war im Großen und Ganzen die Vorstellung des SCS. Bekommt ihr bei Holosun EU. Der Link ist unten eingeblendet. Wer von euch nutzt das SCS bereits, so wie wir? Schreibt uns mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen damit sind. Wir können bis jetzt nichts Negatives daran entdecken. Gerade auch hier die Funktion mit dem Superkondensator in Verbindung mit dem Solar funktioniert reibungslos, einwandfrei. Das Einzige, woran man denken muss, wenn man ein Holosun mit Shake-Awake hat, wo man sagt, ich mache es an, stelle es in den Schrank und muss mir nie wieder Gedanken über Ein- und Ausschalten machen. Das hat man hier nicht. Da muss man halt dran denken, wenn man die Waffe in den Schrank tut, dass man hier dann entsprechend auch das Gerät wieder ausschaltet. Ja, aber in diesem Sinne haben wir, denke ich, alles gesagt. Von daher sind wir raus und freuen uns, euch in den nächsten Videos wieder begrüßen zu können. Wie immer, denkt daran, die Glocke zu klicken für neue Videos, ein Abo dazulassen, ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dann, macht's gut, bye bye.